Hallo, herzlich willkommen zu einem Produkttest von einem Amp, auf dem in diesem Jahr sehr viele heiß gewartet haben. Vorgestellt auf der NAMM Show im Januar. Und als ich dort war, ist mir das Produkt gar nicht so sehr aufgefallen. Aber im Nachhinein habe ich mir sagen lassen, das war eines der 5 Highlights auf der NAMM Show, und zwar der Positive Grid Spark Amp. Und hier gleich einen herzlichen Dank an den Karl-Heinz dafür, dass ich den Amp hier testen darf. Vielen Dank, dass du ihn mir ausgeliehen hast. Und ich habe ihn hier jetzt seit 2 Wochen bei mir, habe ziemlich viel Spaß gehabt mit dieser Wunderbüchse hier. Und ich möchte euch im Detail zeigen, was der Spark Amp heute kann. Und wir sind live, deswegen sage ich jetzt erstmal Hallo an alle, die live dabei sind. Und alles andere sehen wir dann weiter. Okay? Also, schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank dafür, dass du dir das im Nachhinein hier anguckst. Lass dich überraschen. So, hier gucken wir doch mal gleich rein. Ah ja, sehr gut. Ich denke mal, es werden schon einige, herzlichen Dank, Tommy. Es werden schon einige hier den Amp vielleicht auch im Besitz haben oder einige warten und wurde verschickt. Man kann ja auf der Website nachgucken. Und jetzt gucken wir doch mal, um was es hier eigentlich geht heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Also, ich gehe gleich über die Website, zeige euch die Features und dann gehen wir auf den Klang ein. Herzlichen Dank. Gib mir mal Feedback zu dem Ton, ob da alles okay ist. Also, sorry, ich trinke gleich mal einen Schluck Wasser. So, gehen wir doch gleich mal auf die Webseite. Bevor wir da jetzt lange uns aufhalten, schauen wir uns gleich mal die Webseite an. Ja. Also wenn du jetzt auf der Website von Positive Grid landest, wirst du von diesem Produkt hier fast schon zwangsweise begrüßt. Best of NAMM, Guitar Amplifier, Music Radar, Editors Big Guitar Player. Und da kann man dann gleich mal auf die Highlights eingehen. Und zwar Smart Jam. Die Features werde ich euch alle zeigen. Also gehen wir hier mal runter mit dem Bild. Auto Chords, Smart Jam bedeutet, du spielst etwas ein über dein verbundenes Mobiltelefon oder einem Tablet, hört sich der Amp an, was du gespielt hast, und erzeugt einen Backing-Track zum Mitspielen. Auto Chords, das sind sehr viele Beispiele hier von Songs, Millionen Songs eigentlich von YouTube, iTunes und Spotify hier eingebunden. Und es gibt so viele Backing-Tracks und die Software erzeugt im Hintergrund die Akkorde. Das ist sehr interessant. Voice Command bedeutet, du kannst hands-free, das werde ich euch vorführen, das Gerät steuern. Das ist auch eine coole Sache. Tone Engine, du hast also die ganzen Clean, Blues, Rock, Metal, Tausende Sounds in der Datenbank, mit denen man wirklich auch gut arbeiten kann. Hier siehst du auch schon mal ein Bild. Du kannst den Amp hier, wenn du hier unten links startest, das ist jetzt für Akustik. Ich gehe nachher auch mit der akustischen Gitarre mal rein, dass ihr das auch hört. Und dann nächstes Setting ist Bass. Clean. Classy. Crunch. Und dann hier High Gain, American High Gain. Und dann richtig fettes High Gain, das ist so der... Ist auch eine Stärke des Spark, kann ich euch gleich vorneweg sagen, wenn ihr auf High Gain Sounds steht.
dann bist du hier, hast du die Vollbedienung im High-Gain-Bereich. Und dann nächster ist dann hier nochmal, ja, Metal. Im Grunde war ich jetzt schon auf Metal. Ne? Und das gleich vorneweg, es ist erstaunlich, was hier aus den beiden nur 4 Zoll Lautsprechern und 40 Watt der Style, das ist sehr laut. Ich habe es jetzt hier auf 1/3 der Lautstärke stehen. Ich will ja auch euch nicht hier jetzt permanent zu sehr voll dröhnen. Ich hoffe, der Sound ist okay. Es ist erstaunlich, was aus diesen beiden 4 Zoll Lautsprechern auch untenrum noch rauskommen kann. Und also ich sehe eine Stärke definitiv in den Zerr-Sounds. Das ist schon mal so das Erste, wo ich euch sagen kann, das ist richtig gut. Und 10.000 plus Tones, also du hast eine Cloud-Daten, das ist ja süß gemacht hier, ne? Mit einer Tone Library, wo sicher für jeden Geschmack was dabei ist. Und was haben wir noch? Full Range Sound bedeutet, der Amp funktioniert auch als Bluetooth-Box. Das heißt, du kannst also über dein Handy Musik drauf laufen lassen. Die ganzen Playbacks laufen ja drauf. Home Recording, also das, was du hörst, kommt auch hinten dann per USB-Kabel. Kannst du dich verbinden mit deiner Recording-Software und dann auch in der Qualität aufnehmen. Gitarre, Bass und Akustik. Ich würde jetzt ihn eher als E-Gitarren-Amp sehen, hauptsächlich, aber man kann auch mit der akustischen Gitarre und im Rahmen der Möglichkeit, was 4 Zoll Lautsprecher hergeben, mit dem Bass auch mal reinspielen. Man kann es auch aufnehmen. Die Aufnahmen klingen ziemlich gut. Also hier seht ihr nochmal, Full Range Sound bedeutet, es ist nicht nur der Sound der kleinen Lautsprecher, um dir jetzt hier einen guten E-Gitarren-Sound zu bieten, sondern auch die Playbacks klingen schön, das schöne Höhen, schöne Mitten und die Bässe natürlich. Da muss man schon gnädig sein. Home Recording, zusätzlich bekommst du hier eine Kopie von PreSonus Studio One, Prime Recording Software. Das ist mit dabei und ja, Plug and Play. Ich sage ja auch noch was dazu gleich. Und ja, dann hast du hier schon jede Menge Werbevideos. Und ja, das so als ersten Hinweis. So, was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier, ich blende mich hier doppelt ein, dass ihr mich noch ganz sehen könnt und ein bisschen die Gitarre. Aber was ganz wichtig ist, was ihr jetzt auf der linken Seite seht, ist die Software, wie sie auf deinem Handy dann aussieht. Beziehungsweise auf dem Tablet hast du dann natürlich mehr Bildschirmoberfläche, aber auf dem Handy, ich habe das jetzt hier gescreent, sodass du alles, was ich hier mache, es kann auch mal sein, dass ein Anruf reinkommt, weil das Handy ist jetzt einfach mal aktiv, aber das gehört ja dazu, es ist so ein Live-Test. Ne? Und hier kannst du dann in der Software im Grunde genommen alles bedienen. Jetzt machen wir doch gleich mal diesen Sprachtest und klicken hier links, ihr könnt ja die Maus verfolgen, auf das Mikrofonsymbol und sagen, lass mich mal hier auf einen anderen Amp gehen. Ihr könnt jetzt sehen, wenn ich umschalte, das ist ein schöner Crunch-Sound und ihr könnt sehen, wie schnell die Software auch umschaltet. So, was ich jetzt mache, ich werde jetzt mal einen Voice-Command ausprobieren. Let's jam. Gucken wir mal, was passiert. Jetzt bietet er mir eine ganze Liste an Tracks hier aus. Also wirklich, wenn ich auf diesen Befehl eingebe, okay, jetzt versuchen wir mal Play a Backing Track. Hat jetzt oben Player verstanden. Also gehen wir nochmal zurück. Start a Backing Track. Da kommen Freundschaftsanfragen rein, wie ihr sehen könnt. Bin ich live hier. Ne? John Mayer Style Backing Track in Cis-Moll. Und dann könnt ihr gleich mal beobachten, was da passiert. Nämlich die Akkorde werden eingeblendet. Und ich kann hier am Amp die Musik laut und leiser drehen. Das ist jetzt per Bluetooth verbunden. Ich kann jetzt also hier die Musik lauter machen, wenn ich möchte.
Mir werden die Akkorde eingeblendet. So, ich kann jetzt hier jederzeit pausieren und ich möchte jetzt vielleicht meinen Sound ein bisschen ändern. Dann gehe ich hier einfach auf das Amp. Gehen wir mal zurück. Gehen auf den Amp. Und ich will jetzt ein Delay hinzufügen. Dann schnappe ich mir der Maus, schiebe den M nach links, gehe hier auf Delay und schalte es hier unten mal ein. Mein Backing Track wartet unten schon auf mich. Ich hoffe, man kann es hören. Es ist dezent. Ja. Und ich gehe nochmal auf den Amp und schalte davor jetzt einfach mal einen Overdrive dazu. Mal gucken, wie es klingt. Nett. Gehen wir hier einen Drive runter, ziehe den Level ein bisschen hoch. Man kann mal schön alles nachvollziehen, was hier passiert. Okay, und lass den Backing Track weiterlaufen. So. Seht schon, ein süßer Backing-Track, auf dem man dann oben eingeblendet die Akkorde gleich dann schon mal loslegen kann und improvisieren kann. So, andere Möglichkeiten, Smart Jam. Ich gehe nochmal auf die Settings, schalte jetzt den Overdrive. Natürlich kannst du das abspeichern. Du kannst also bis zu 4 Sounds im Amp abspeichern. Du willst jetzt zu deinen Freunden gehen und mit ihnen zusammen jammen, dann speicherst du dir klassischerweise einen Clean Sound, einen Crunch mit Effekten und einen Solo Sound ab. Und das kannst du problemlos machen. So, jetzt gehen wir einfach nochmal hier auf den Amp und schauen uns die Settings an. Und hier, ja, mal gucken. Ich gebe ihm noch ein bisschen Höhen. Der klingt doch nett. Und hier rüber auf das Delay aus. Und so, Zerre noch ein bisschen runterziehen. Und jetzt gehen wir einfach mal hier auf Music und sagen Create. Und diese Smart Jam Funktion, die möchte ich euch mal vorführen. Ich bin da jetzt noch nicht so, dass ich ja jetzt 100 Mal das ausprobiert habe. Manchmal waren ganz nette Dinge dabei und manchmal war es halt, ja, Geschmackssache wie immer. Also ich versuche jetzt mal hier über Smart Jam. Ich habe den Dave hier und die Sharon. Und hier unten kannst du dann lesen. Nein, ich habe kein iPad dran. Ich habe mein mobiles Android-Phone am Start. Okay? Ja, das ist alles. Ne? Ich habe das Gefühl, dass das Sound nicht frei ist. Es hört sich an, als würde eine Decke über dem Amp liegen. Ich gucke auch mal in den Chat rein, denn live ist live. Und nein, es liegt keine Decke über dem Amp, sondern du musst dir vorstellen, ich kann ihn auch lauter drehen. Und es liegt jetzt an dem Sound, den ich gerade spiele. Also relax, alles cool, es ist alles noch im
im Bereich, er kann mit den 4 Zoll Lautsprechern jetzt natürlich nicht klingen wie ein Riesen-Amp oder wie ein Amp mit einem 8 oder 10 Zoll Lautsprecher. Das muss man sich völlig deutlich klar sein. Alles andere reden wir dann, zum Fazit komme ich am Schluss, okay? Let's jam, jetzt gucken wir mal, was uns hier angeboten wird. 111 Tempo, na, was spielen wir mal? Machen wir mal etwas Einfaches. Machen wir mal was Einfaches hier. Ich gehe nochmal in den Amp rein. Es ist mir wichtig, dass der Sound stimmt und zu viel Verzerrung, das trägt natürlich nicht. Also ich kann euch hier den Sound so und mal hier ein bisschen lauter machen, dass ja mal die Decke weggemacht vom Sound, dass ihr denkt, das ist nicht möglich. Okay, also jetzt gucken wir mal hier rein, Create on 1, 2, 3, 4. Und jetzt komponiert mir die Software einen Jam. Schauen wir mal. So, den pausiere ich jetzt, weil, was will ich machen? Ich will im Amp natürlich meine Effekte anhaben. Warum soll ich das nicht machen? Ne? Also schalte ich die jetzt mal kurz hier ein. Und ich will noch einen Delay haben. Und hör mal kurz drauf. Genau. Und gebe dem Teil noch hier ein bisschen Gain. Und los geht's. Smart Dave. Hoppla, Cannabis Oil. Ah, lieber Vater. Jetzt gucken wir mal hier, was es alles gibt hier. Und das ist ein klassisches Beispiel, dass der Amp sich ab und zu mal disconnected. Ne? Deswegen live. Spark connected. Jetzt gucken wir mal, ob mein Jam noch da ist. Natürlich nicht. Okay, also machen wir es nochmal. Und los geht's. Also ihr habt gesehen, was cool ist. Die Software hat erkannt, und das ist clever, dass ich ein C, ein D gespielt habe und ein E-Moll. Ja? Hier habt ihr das, hier sieht man klar das E-Moll. Jetzt geht es auf E, aber das macht nichts, weil es Power Chords sind. Jetzt kann ich hier die Musik lauter machen. Das war jetzt ein Beispiel dessen, was da rauskommt aus so einem spontanen Ding, wo man vorher natürlich nicht weiß, was Sache ist. Der Mauszeiger kommt nicht auf dem Handy, ihr Lieben, sondern der Mauszeiger entsteht hier durch eine Spiegelung der Handysoftware auf meinem Windows-PC. Okay? Seht ihr. So, jetzt könnt ihr mal genau nochmal sehen, dass ich hier den Mauszeiger über die
Recording-Software hier euch zeigen kann. Das ist doch hervorragend. Ne? Okay, jetzt gehen wir mal nochmal in die Sounds rein, dass ich euch ein paar Sounds zeige. Also wenn du jetzt hier in die Cloud reingehst, dann kannst du dir Favorites abspeichern. Ich habe hier mal den hier abgespeichert. Save. Der wurde jetzt auf dem Amp im Beispiel Rock abgespeichert. Dann kann ich ihn abrufen. So, und hier kann hier natürlich jetzt den Hall runterfahren und ihn trocken machen. Nehmen wir mal einen anderen, nehmen wir mal jetzt den hier Always With Me, Always With You, nur als Beispiel, als Kontrast. Oh, ist der laut, ne? Und dann Save. Und das ist jetzt dann ab. Nehmen wir mal den anderen, vielleicht ist der besser hier, ne? So. Ja. Und dann einfach hier die Effekte wieder, das Delay ein bisschen hoch. Also jetzt mal, einfach nur mal so ein Beispiel. Und es ist aufgeteilt unter Pop. So, was haben wir hier? Dire Straits. Okay, laden. Save. Okay, und jetzt gehen wir dann hier wieder rein in die Settings. Search Soundcloud. Und dann hier auf Amps. Und hier Pop. Und dann sollte hier unten, seht ihr, also mittlerweile komme ich zurecht mit der Software, seht ihr dann There's a shiver in the dark, it's raining and the bark in the moon. Warum da jetzt ein Flanger drauf ist, das weiß wahrscheinlich nur der, der es programmiert hat. Ne? Also bleiben wir auf dem Clean Sound. Also, das ist ein schöner Clean Sound. Ich zeige euch noch ein paar Effekte. Wenn ich jetzt hier auf den Flanger gehe, hier drauf, dann kommt die ganze Liste an richtig coolen klassischen Effekten, zum Beispiel der Small Stone Chorus. Oder was haben wir hier noch? Ein Univibe. Tremolator. Und wenn ich hier runterklicke, dann kann ich hier das einstellen. Hoch. Also jetzt kann ich schon mal gleich so zwischendrin mal was dazu sagen, weil ich will ja den Test intensiv hier machen. Also für zwischendrin. Ich weiß, es gibt Lieferschwierigkeiten, weil die Nachfrage von dem Produkt explodiert ist. Ne? Also er wird man muss ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen dieses Jahr, was die globalen Lieferwege angeht und Verständnis haben, dass eine Firma Schwierigkeiten hat, so ein Produkt auszuliefern in Zeiten von einer globalen Pandemie und das Produkt wird in China gebaut. Also da muss man doch schon ein bisschen Verständnis auch haben, dass dann die globalen Transportwege ein bisschen beeinträchtigt waren dieses Jahr. Aber wenn man jetzt bedenkt, so als kleines Zwischenfazit, wenn man bedenkt, welchen Zweck das Produkt hat und für was es eingesetzt wird und was es kann, ist es schon eine mächtige Ansage da draußen. Und mir ist eins wichtig, wenn du dir ein Tool kaufst, und in der heutigen Zeit haben wir ja so eine gewaltige Auswahl, dann ist eins wichtig, wirst du es einfach auf täglicher Basis verwenden, weil es dir Spaß macht? Oder ist es nichts anderes wie ein weiteres Gerät oder ein Gimmick, wo du eine Woche damit spielst oder 2 Wochen und es dann neben deinen anderen Geräten einfach in irgendein Dasein frisst? Deswegen ist es clever genug aufgebaut, softwaretechnisch,
motivationstechnisch, dass es dich bei Laune hält. Und was soll ich sagen, soundmäßig, es klingt, also wir reden natürlich hier von einem bestimmten Preis, der, wenn du dann das hörst, und jetzt mal abgesehen vom Effekt, ich drehe mal auf. Oh love, oh love, leave me alone. Hört ihr das? Hört ihr, wie das klingt? Das ist der Hammer. Wir reden hier von, ich glaube 230. Was habt ihr bezahlt? Ihr wisst es besser wie ich, was das Teil kostet. Wir haben am Anfang der Effektkette ein Noise Gate. Das gucken wir uns gleich mal an. Das schalten wir jetzt mal ein. Das war gar nicht an. Ja. Wir haben einen Kompressor. Den schalten wir jetzt mal aus. Und an. Oh, ist der ist richtig mächtig eingestellt hier. Dann einen Booster. Mächtiger Clean Sound, den wir hier haben. Und dann klar, das ist ein Orange Amp, den wir hier sehen. Ja? Süß. Ja, so gehen wir doch mal wieder rein. Und hier mal die Mitten ein bisschen hochziehen. Und dann hier, jetzt schauen wir uns hier noch die Delays an. Na, zum Beispiel das Vintage Delay gefällt mir sehr gut. Das Echo ein bisschen hochziehen, hört mal, wie cool es klingt. Ein schöner Hall, also die Auswahl an Effekten ist riesengroß. Ja. Das kann es euch nur ans Herzen legen. Hier mal, ich probiere jetzt mal einen anderen Amp. Einfach einen Doppelklick drauf auf den Amp und dann hier vielleicht schnappen wir uns mal einen, meine Lieblinge, ein JM45, der Marshall Amp, schlechthin, der alte Klassiker. So, und jetzt soundmäßig, man muss das ein bisschen einstellen. Also wie gesagt, Clean und High Gain sind richtig gut auf dem Teil. Diese Crunch, alten Marshall Sounds, da braucht man schon sehr, sehr viel ja, Know-how auch, die zum Klingen zu bringen. Und ich habe hier nicht die Möglichkeit, jetzt Boxen auszutauschen und so weiter. Es ist also immer die passende Box dabei. So in die Details kann ich jetzt nicht reingehen, wie ich es jetzt bei anderen teureren Geschichten machen kann. Aber es geht ja darum, Freude zu haben an so einem Teil. Also ihr könnt schon hören, das ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei hier, der Amp. Ne? Nehmen wir mal den Plexi, mal hören, ob der besser klingt. Plexiglas, ne? Haben sie ihn genannt. Und machen den mal auf neutral hier. Okay, machen wir mal die ganzen anderen Effekte hier aus. Also ich bin eher geneigt, dem Amp bei den High-Gain-Sachen mein Servus zu geben, ne? Wie jetzt bei den alten Marshall Amps. Mal hochziehen. Ja, da trennt sich dann schon die Spreu ein bisschen vom Weizen, also da muss man auch erkennen, dass es Grenzen gibt. Da merkt man natürlich bei den Crunch, also bei den Vintage Marshall Amps, man merkt, sie sind gut programmiert,
aber man merkt die Grenze der 4 Zoll Lautsprecher. Da ist dann einfach irgendwo dann Schicht im Schacht. Also das muss man einfach auch akzeptieren. Aber ansonsten, ja, ist alles cool. Also hier ist natürlich jetzt nicht mehr Dire Straits, sondern hier hast du die Einstellung Pop. Dann unter Blues hast du, ich zeige euch mal schnell ein paar Sounds. Okay, Stonebreaker. Also wie gesagt, die Sounds, die da programmiert haben, da muss jeder noch ein bisschen dran schrauben. Und da kommt auch, vorhin hatte ich ja den Kommentar, dass da wie so eine Decke drauf ist. Ja, die muss man tatsächlich, das liegt an den Programmierern. Du siehst ja, das muss man hier entfernen, das muss man hier einstellen. Je nachdem, was man hier haben möchte an Sound. Ne? Also hier, was haben wir denn hier noch? American High Gain. Und ich sage euch gleich die High Gain Sounds. Die sind, wow, der ist unfassbar mächtig. Also zurückziehen hier ein bisschen, ihn noch ein bisschen zähmen. Ja, das gelingt dem Produkt gut. Was ich jetzt mache, ich werde noch ein bisschen jammen und dann komme ich zum Fazit zu dem Ganzen. Ich habe hier unter Music, was haben wir hier noch? Blues, Funk. Machen wir noch ein Beispiel vielleicht im Rockbereich. Das ist noch mein alter Jam von vorhin. Irgendwo hatte ich doch noch die Möglichkeit, da, Liked Songs. Gehen wir mal da drauf und machen wir mal hier. Machen wir mal so 80er Hardrock-Ding. Hier mal gucken, was da passiert. Okay. Der Sound ist jetzt nicht perfekt, aber das geht ja nicht darum. Ihr seht, über Bluetooth mache ich es jetzt lauter. Noch ein bisschen lauter.
Yeah, man, das macht doch Laune. Das macht doch tierisch Laune. Ich gehe gleich, habt Verständnis, ich gehe gleich auf eure Fragen ein. Und ich will ja, dass das wirklich alle Dinge geklärt werden. Ich werde mich eure Fragen nachher noch angucken. Gegen Ende des Videos, dann gehe ich auf eure Fragen ein. Also das war jetzt ein Jam, der tierisch Spaß macht und typisch 80er Jahre, also mir richtig ans Herz geht. Und der Sound, der war jetzt zum Jammen völlig ausreichend. Also richtig coole Sache. Ne? Also, jetzt machen wir noch ein Beispiel. Emotional Rock. Ja, lassen wir mal das laufen. Wo sind wir hier? In Demo. Dankeschön. Auf die Akkorde gucken, ne? Ich war jetzt weg. Und das ist das genau,
wofür dieses Produkt, dieser Amp, dieses Teil gebaut wurde, dass du weg bist. Ihr seht tausende Backing-Tracks, tausende Möglichkeiten, mit dem Amp Spaß zu haben. Man dreht sich seine 4, 5 Lieblingssounds hin und das genügt. Denn der Spark ist ein Practice Amp, ein Überamp, der soll dir Freude bereiten. Und nur darum geht es. Er klingt gut. Hör doch, hör wie das Backing-Track klingt, wenn ich jetzt... Er klingt einfach geil. Er hat so eine schöne... Er klingt geil. Oh man, that's a lot of great fun. Und das, aha, unglaublich viele tolle Backing-Tracks und sie sind gut sortiert. Ja, ich meine, da kannst du jahrelang, ich muss mal nachstimmen, da kannst du jahrelang so viel Spaß dran haben. Natürlich kannst du jetzt auch mit deinem eigenen Amp auf einen Großteil der Backing-Tracks zugreifen, denn die sind fast alle auf YouTube vorhanden. Ne? Aber was das Clevere ist, und das ist das, was mir so gut gefällt, ist, dass die Software mir die Akkorde einblendet. Und dann sehe ich sehe da einfach ein B-Moll, ich sehe ein G-Dur-Arpeggio und dann kann ich halt ein G-Dur-Akkord, dann kann ich ein G-Dur-Arpeggio drauf spielen. Das klingt einfach schön, ihr habt es ja gehört, wie toll das dann klingt. Den Sound kann man sich hinbasteln. Okay, jetzt reden wir über mein Fazit und danach werde ich, obwohl ich gehe jetzt mal auf eure Fragen ein und am Ende bringe ich das Fazit, okay? Also lass mich da mal kurz reingucken. Ich hoffe, ich kann ein paar eurer Fragen beantworten. Ich werde es wahrscheinlich nicht ganz schaffen, hier auf alle Fragen einzugehen, aber wenn mir ein ins Auge springt, ist mein Spark Amp ist angekommen. Gratulation an alle, die ihn bekommen haben. Unglaublicherweise heute hat ein Vierteljahr gedauert. Was ich bisher gefällt mir sehr gut, wird sehr wertig. Ich bin zufrieden, freue mich. Also, ihr müsst immer im Hintergrund behalten, was ihr gehört habt, was da möglich ist, was die Firma hier reingepackt hat. Es ist liebevoll gemacht und was man letztendlich bezahlt. Es ist schon krass. Also ich hab, wie gesagt, hier die Android-Software von meinem Handy drauf. Also ich habe natürlich auch ein, zwei Verbesserungswünsche, wo ich denke, da kann man vielleicht noch einiges machen, aber alles andere ist wirklich keine große Kritik hier angebracht. Gibt es auch von Line 6 so etwas? Ja, Line 6 hatte ein Jahrzehnt lang die Guitarport-Software. Die war ähnlich und ich bin auch sicher, dass von Line 6 auch auf was Ähnliches kommen wird. Ja, checkt mal die Website. Ich meine, man kann das genauso jetzt mit
dass man die Harmonien einblendet und mit ein bisschen KI im Hintergrund, die ja immer besser wird, das gibt es so in der Form, habe ich noch nicht gesehen. Ne? Kann man externe Lautsprecher anschließen? Nein, das kann man nicht. Das kann man nicht. Murmelbach schreibt, Trio Band Creator, Digitech hat was Ähnliches im Programm. Ja, gut, okay. Also, ich sehe hier, ihr habt eine komische Frage. Ich kann jetzt keine Spielfragen beantworten. Ich will beim Produkt bleiben und dann werde ich euch ein Fazit. Also, Menge Spaß. Super. Okay, also wir machen jetzt mal eine Zusammenfassung meiner Gedanken und ein Fazit. Was kann ich euch noch zeigen? Lass mich überlegen. Hier Spark Settings. Klar, ja, okay. Dann haben wir hier Recently Played. Da hast du eine Liste der Sachen, die du als letztes gespielt hast. Liked Songs. Dann Zugriff auf deine Apple Music Datenbank. Zugriff auf Spotify. Und hier siehst du, jetzt geht er auf Spotify und checkt meine Musik. Ich gehe jetzt mal einfach mal auf Blues. Und dann lädt er über, ihr seht schon, er lädt dann meine Favorites aus meinem, ja, Little Wing zum Beispiel. Ne? Und ich klicke mal drauf. Mal gucken, was er dann macht. Ah, der importiert jetzt noch. Das dauert zu lange. Und dann hier noch kurz drauf. Was haben wir noch? Ein Metronom. Klassisch, ne? Also das spare ich mir jetzt, euch zu zeigen, wie ein Metronom funktioniert. Ah ja, okay. Stoppen muss ich ihn noch. Hier unten. Wunderbar. Dann Settings. Was passiert hier? Terms and Conditions. Okay, ja, hier, das ist die Software, man merkt, da ist noch Potenzial. Und ein Setting, bitte keine Nachrichten, während ich im Live-Chat bin. Ne? About Us, Terms and Conditions, Privacy Policy, App Version. Also unter Setting verstehe ich natürlich was anderes, sondern hier müsste stehen About. Aber ich glaube, das ist alles noch hinzubekommen. Send Feedback, guck hier. Da kannst du denen dann Feedback schicken. Ist doch wunderbar. Und bei der Menge boah, das wird schon heiß. Jetzt muss ich mal wieder raus, wie ihr sehen könnt. Ah, es klappt gut. Spark Settings ist auch verwirrend. Ne? Wenn du jetzt auf Spark Settings gehst, müsste eigentlich der AMP kommen. Ne? Aber hier hast du dann nur Eject und Serial Number und Firmware. Also, ja, ich kann damit leben. Hier unten ist der Amp. Klick drauf und dann habe ich meine Settings. Sounds habe ich euch gezeigt. Also, Fazit. Also, jetzt kommen wir doch mal zum Fazit, ihr Lieben. Fazit ist folgendermaßen. Ich würde mal so schnell nicht den Spider verkaufen. Ja? Weil soundmäßig, ja, okay. Reden wir über den Kleinen hier, über den Süßen hier. Ne? Also, ich hatte massive Probleme, mich mit meinem iPad zu verbinden. Ich habe es dann nach einigen Stunden aufgegeben, bei anderen hat es wunderbar funktioniert. Okay. Ich bin sicher, wenn ich mich durch die Foren dort durchlese, würde ich das auch irgendwann hinbekommen. Mit dem Android-Phone hat es easy geklappt. Software war drauf und hat keine Probleme verursacht. Ab und zu trennt sich die Bluetooth-Verbindung. Ich glaube, die werden an der Software weiterarbeiten und sie optimieren. So, der Amp an sich, vom Sound her, von dem, was hineinprogrammiert wurde, die Clean Sounds sind cool. Ich werde den Akustikgitarren-Sound noch checken für euch. Die Clean Sounds sind cool. Die Blues- und Crunch-Sounds, die sind okay, aber wirklich nichts Besonderes. Ne? Das muss man einfach mal so sagen. Und die Gain-Sounds, alle Rock- und High-Gain-Sounds sind richtig klasse.
Und das Interessante ist, wenn du jetzt die High-Gain-Sounds nimmst und sie runterdrehst, klingen sie eigentlich wie die Crunch-Sounds, die man bräuchte, um hier Blues und Rock spielen zu können. Also, Clean und High-Gain ist super. Akustikgitarre werden wir jetzt nochmal checken. Ich hoffe, ich bin auf Akustik hier. Bass, Clean, Akustik, Jumbo. Ich muss mal alle Effekte hier ganz schnell hier mal ausschalten, sodass wir hier einen realistischen Sound haben. Könnt mal zugucken. So, das ist hier der Amp für die Akustikgitarre. Mal gucken. Also ich würde sagen, das kann man so lassen. Ich würde den Gain hier ein bisschen runterziehen, Treble, die Mitten ein bisschen anpassen, Lautstärke hochdrehen. Es ist okay, es ist jetzt kein Akustik-Amp plötzlich, ne, mit diesen... den Bass noch hochdrehen ein bisschen. Es ist okay, aber es ist jetzt nicht das, was ich einen Akustik-Sound nennen würde. E-Gitarre ist okay, aber Akustikgitarre, naja, das lassen wir jetzt mal. Ne? Wo sehe ich seine Stärken? Ich sehe die Stärken definitiv im Fun-Faktor und es soll ein Übe-Amp sein. Das heißt, du sollst Spaß haben beim Üben. Er ist jetzt klangmäßig im Clean- und High-Gain-Bereich richtig gut, aber bitte, es sind dann Leute da draußen, gerade die Amis, die haben den Amp da in soundmäßig so hoch gejubelt. Wir reden hier von 200 bis 300 $, und 4 Zoll Lautsprechern. Da sind einfach Grenzen der Physik. Ja, also lasst euch bitte nicht, ihr holt euch das Teil und dann sagt ihr, vielleicht der Horst Keller hat gesagt, das Teil klingt so unglaublich gut, deswegen brauche ich das. Nein, bitte, ihr müsst wissen, welchen Sinn das Produkt hat. Das Produkt hat den Sinn, euch zum Üben zu animieren, euch Freude zu bereiten, mit den Backing-Tracks jeden Tag zu jammen und eure Akkorde im Hintergrund von der Software erzeugen lassen und dann dazu spielen. Okay? Diese Funktion, dass du was aufnimmst und dass die KI hier ein Playback erzeugt, das ist mehr ein Joke. Ich habe hier jetzt nicht unbedingt vernünftige Sachen gefunden, die ich mit dem Ding machen konnte, aber durch die Verwendung von tausenden Leuten wird die KI immer besser im Hintergrund. Das ist so ein bisschen wie die Software in so einem Elektroauto, in so einem Tesla. Ne? Durch viele Anwender wird die Software besser. Was denn die Recording-Geschichte angeht, du kannst per USB, also alles, was du jetzt gehört hast, klingt recordingmäßig. Ich kann das dir gar nicht sagen, da gibt es Beispiele, weil die Zeit rennt mir davon. Es gibt Beispiele, recordingmäßig, da klingt das Teil richtig gut. Okay? Warum? Weil wenn du aufnimmst, du nicht die Begrenzung dieser 4 Zoll Lautsprecher hier hast, sondern du über deine Studiomonitore, über deine Anlage hören kannst. Also aufnahmemäßig per USB gut. Es gibt, Kritikpunkt, es gibt keine Desktop-Software. Wir haben also nur die Software für das iPad. Hier ist es. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle euch irgendwas. Es ist das neueste iPad und ich habe die Software darauf jetzt nicht zum Laufen bekommen, aber ich weiß, dass viele es geschafft haben. Ich habe es auf dem Handy aber zum Laufen bekommen, sonst hätte ich es euch gar nicht vorführen können heute, ne? Also die Software. Aber mit dem Handy hat es wunderbar funktioniert. Okay? Alexa wird auch besser. Na, natürlich. Genau. Liebe Vater. Die Software wird immer besser im Hintergrund. Ich bin auch überzeugt, dass sie da noch einiges programmieren können, aber die Physik kannst du nicht beeinflussen. Der Amp hat keine Ausgänge jetzt außer einem Headphone-Ausgang und einer AUX-Geschichte. Ansonsten, er sieht süß aus, er wiegt nichts, er klingt gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja?
mein Fazit ist das hier. Und was ich noch will, dass ihr bedenkt, ihr gebt ja nicht ein Vermögen aus für das Produkt. Ne? Das Produkt soll euch ja begeistern und euch zum Jammen animieren. Ne? Aber, und jetzt kommt's, wenn ihr schon einen Verstärker habt, mit dem ihr zu hoch zufrieden seid oder der für euch gut klingt, warum wollt ihr den nicht weiterspielen? Ne? Das ist, stellt euch das folgendermaßen vor. Ihr habt es euch online gekauft, das Produkt, und ihr habt Software-Support, sonst nichts. Wenn das Teil kaputt geht, dann ist es halt, dann fliegt es auf den Müll, weil es nicht über den normalen Handelsweg vertrieben wird, sondern online irgendwo über einen Großhandel aus China kommt und in Amerika designt ist. Also, das heißt, wenn du jetzt ein Hardware-Problem hast mit dem Gerät, was machst du dann? Du kannst nicht zu deinem Händler vor Ort gehen oder sagen, hallo Online-Händler, ich schicke dir den Amp jetzt zurück. Also auch das bitte bedenken. Du gibst dir 200, keine Ahnung, 300 Euro aus und wenn du ein Hardware-Problem hast mit dem Teil, wirst du relativ allein gelassen. Na? Denk drüber nach. Das ist ein Produkt, das kaufst du dir, du hast Spaß damit und fertig. Und in ein paar Jahren kommt was Neues auf den Markt. Es ist also wie ein Mobiltelefon. Ja? Es ist einfach etwas, ein Gebrauchsgegenstand, der nach ein paar Jahren wieder durch ist. Wenn du jetzt einen guten Amp zu Hause hast, mit dem du hochzufrieden bist, dann kannst du dir diese Backing-Tracks alle auf YouTube beispielsweise selbst reinziehen und darauf jammen. Und oft hast du bei diesen Backing-Tracks auch mittlerweile auch Akkorde eingeblendet. Aber die KI hier hinten dran, das ist das, was dieses Produkt so interessant macht. Versteht ihr das? Das ist das, was das Produkt außergewöhnlich macht und warum es in diesem Jahr wahrscheinlich das Gitarrenprodukt des Jahres ist. Es ist die künstliche Software im Hintergrund. Ja? Und die wird immer besser. Die Sounds sind gut, die Sounds sind völlig ausreichend. Wenn ich denke, was ich in den 80ern für ein digitales Echo bezahlt habe und das Echo hier drin eines klingt besser wie die 300 Mark, die ich für das Digitech Echo in den 80ern hingelegt habe. Völlig problemlos kann ich das behaupten. Es klingt alles an Effekten besser, wie was in den 80ern jemals. Bis auf ein paar natürlich analoge Effekte. Ne? Also, die Software ist cool, die Optik ist cool, die KI ist cool und der Preis-Leistungs-Verhältnis überragend. Also, das sollte es von meiner Seite für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch und ich hoffe, ich konnte euch aus meiner Sicht diesen süßen Amp ans Herz legen. Und ich hoffe, ich habe eure Bedenken, eure Gedanken auffangen können. Ne? Also, wenn du das Geld hast und einen tollen Übe-Amp haben willst, der dir Freude bereitet, einfach mal einen Jam machst, ein bisschen einen Sound für dich einstellst, dann kannst du sehr, sehr viel Freude dran haben. Gibt es andere Produkte da draußen mit dieser Idee? Genauso noch nicht. Ich bin aber sicher, es werden auch noch andere kommen. Das ist gut. Und es werden, hoffe ich, auch Produkte kommen, die man im Handel erwerben kann. Das ist nämlich wichtig, falls du mal ein Hardware-Problem hast. Okay? Das sollte es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank nochmal an Karl-Heinz für die Tatsache, dass er mir den Spark hier ausgeliehen hat. Ich finde ihn klasse. Ich würde ihm 9 von 10 Punkten geben. Und all diese Punkte vergebe ich dafür, dass er innovativ ist, dafür, dass er für den Preis extrem gut klingt. Wirklich muss man echt sagen, dass man mit ihm Recording aufnehmen kann und dass er eine Software im Hintergrund laufen hat, die sehr, sehr interessant ist und richtig, richtig gut implementiert ist in Bezug auf Üben. Und darum geht's. Du sollst motiviert sein, Bock haben zu üben und die Gitarre täglich in die Hand zu nehmen. Okay? Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die dabei waren. Und von mir hat der Amp, ihr habt mich spielen, sehen und hören. Ich hätte euch noch viele Beispiele zeigen können von Sounds und alles. Aber dann wird das Video schon so länger wie alle anderen Videos über den Amp da draußen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt eine Woche in Urlaub. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen.
Bis dahin, alles Liebe, alles Gute und ich würde mich freuen, wenn du einen Daumen hoch lässt und die Glocke läutest, sodass du informiert bist, wann ich wieder live bin. Und klar, wenn du noch kein Abo hinterlassen hast, freue ich mich auch auf ein Abo und auf das Teilen und auf eure Kommentare. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.